Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video zeige ich, wie man so eine XXL Muschel häkeln kann. Die Abmessungen von dieser Muschel, die höchste Teil von oben bis unten ungefähr 35 cm. So ist ungefähr 30 cm breit und hier 16. So, dieses Muschel wiegt ungefähr 660 Gramm und ich habe mit 5 mm Babine gehäkelt. Ungefähr 132 Meter habe ich verbraucht, also auf jeden Fall 2 Knäuel muss man nehmen. Gehäkelt habe ich mit Häkelnadel Nummer 8. Außerdem brauche ich einen Markierer und die Schere und kann losgehen. Als erstes schlägt man einen Fadenring an, Ende hier halten, einmal umwickeln, so rum und dann von hier Faden holen und fixieren. So, wenn dieser Faden ganz leicht hin und her bewegt sich, dann ist das alles richtig. So, und jetzt 6 feste Maschen. 1, 2, 3 und so weiter. Wie man 6 Maschen zählt, schauen Sie bitte hier. Diese Zöpfchen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Bewegliche zählt man nicht. So, dann einmal in diese Ende ziehen. Kreis schließt sich. Und jetzt zu dieser allererste Masche mit Kettmasche verbinden. Einfach unter diese 2 Faden durchziehen. Und durch die 2 und durch die erste. So, verbunden. Jetzt direkt an die Stelle weiter 3 Luftmaschen. 1, 2 und 3. In die Runde Nummer 2 werden in jede Masche 3 Stäbchen gehäkelt. So, das ist ein Stäbchen, zähle ich als erstes Stäbchen. Dann drauflegen und genau in dieselbe Stelle rein, rausziehen, die 2 und dann die 2. Und noch einmal genau in dieselbe Stelle, die 2 und noch die 2. So, 3 Stück in einer Stelle. Dann weiter geht's. In jede Masche 3 Stäbchen reinhäkeln. Die 6 Maschen je 3 Stäbchen gehäkelt. Es ist insgesamt 18 Stück. So, das ist die letzte Verbindungskettmasche war in diese erste Runde. Und in die Verbindungsmaschen häkeln wir auch 3 Stäbchen. Das am Ende werden dann 21 Stäbchen sein. 21 Maschen. 1, 2 und die dritte. So, jetzt zählen wir nach. Schauen Sie bitte hier. Erste liegende Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und das offene ist 21.
Die verbinden wir jetzt. So, kann man auch dieses Endstück ein bisschen ziehen. Und das hat sich geschlossen. So, bei allerersten Kreis muss man Garn erst abschneiden und verbinden wir mit diesem Endstück. Ungefähr 10 cm oder so abschneiden. Das Garn rausziehen. Und dann schauen Sie diese erste liegende V von hinten nach vorne. Garn durchziehen und wieder an die Stelle bringen, wo es rausgeht. Drehen Sie rum, schauen Sie die 2 Stellen und das rein. So, es ist abgeschlossen und hier oben jetzt 21 Maschen. So, diese Endstücke ziehen und verstecken. Hier durch mehrere Maschen ziehen, verstecken und im Idealfall auch vernähen. So, jetzt werden wir auch zweite Kreis häkeln. Das wird genau dasselbe als der erste Kreis sein, also 6 Maschen in Fadenring, dann verbinden mit Kettmasche und in die zweite sind 21 Stäbchen inklusive diese erste Luftkettmasche aus 3 Luftmaschen und ich zeige, wie man das verbindet. So, jetzt man verbindet Kreis Nummer 2 und zwar klar 21 Stäbchen, alle letzte Masche gehäkelt, zieht man das raus, vorsichtig. Und da auch rein. Und jetzt nimmt man dieses Endstück und häkelt durch, zieht man den raus. Und jetzt in diese erste liegende V, dieses Endstück, von hinten nach vorne ziehen und dann wieder in diese Stelle bringen, wo es rausgeht. So. Verbunden. So sieht das aus. So sieht von der Seite aus. So, und weiter geht's. Diese Endstück auch verstecken und vernähen. Hier weiter. So. Und weiter geht's. Sucht man nächstliegende Masche. Zieht man raus. So, alle erste 13 Luftmaschen. 1, 2, 3 und so weiter. Als nächstes muss man das verbinden mit anderen Kreis. So, wichtig ist, dass die linke Seite schaut zur linken Seite. So rum. Ihr müsst vorstellen, dass die Muschel wird so aussehen. Also linke Seite zur linken Seite schauen. Das heißt, wir verbinden immer von der rechten Seite. So, egal welche Masche aussuchen, von oben nach unten eine Kettmasche verbinden. So, verbunden und aufpassen, dass der gerade liegt. Jetzt eine Luftmasche und fertig. Und ab jetzt fängt der erste Abschnitt an und in diesem Abschnitt werden 4 Pärchen sein und 8 Reihen. So, fangen wir an. So, schauen Sie bitte hier, da sind 13 Luftmaschen. Man fängt von dieser ersten Masche an. Und zwar in diese erste Masche häkelt man eine Kettmasche. Und durch die erste Faden ziehen.
Danach in die nächste kommt eine feste Masche. Dann in die nächste eine Halbstäbchen. Halbstäbchen geht so. Einmal drauflegen, die Masche rein, rausziehen und alle 3 zusammen häkeln. So. Jetzt 7 Stäbchen. Drauflegen, rein, 2 abhäkeln, die 2 abhäkeln. Es steigert so hoch. So, das war erste. Zweite, dritte und die 7. So sieht das aus. So, die nächste kommt eine Halbstäbchen. Alle 3 auf einmal. Und dann eine Festmasche, eine Kettmasche und jetzt verbinden wir mit diesem Kreis. So, schauen Sie in die nächste Masche. Also jede Reihe wird mit einer neuen Masche verbunden. So, dann hier nächste Masche. Durchziehen, durch die erste ziehen und am Ende wird immer Luftmasche zur Steigerung sein und dreht man rum. So, so sieht das auf die Seite aus. Und ich möchte noch erwähnen, dass die alle Maschen werden sich spiegeln. Das heißt, in die Mitte wird immer so unsichtbare Mitte sein und von links und von rechts wird dasselbe gehäkelt, nur spiegelverkehrt. Das heißt, hier haben wir Kettmasche gehäkelt, dann Festmasche, Halbstäbchen, 7 Stäbchen und jetzt spiegelverkehrt zurück, Halbstäbchen, Festmasche, Kettmasche und verbunden. So wird das auch weiter gehäkelt mit anderer Maschenanzahl. Sie können sich orientieren, dass hier am Anfang wird immer mit Kettmasche verbunden und als nächstes wird immer eine Kettmasche gehäkelt. Und am Ende dasselbe. Als letzte wird Kettmasche gehäkelt und mit diesem Kreis auch eine Kettmasche verbunden sein. Und immer an jeder Reihe am Ende wird eine Luftmasche zur Steigerung sein. Okay, ein bisschen kompliziert als erste, aber danach wird es leichter. Die alle ungeraden Reihen, also von erster Reihe mit Muster gehäkelt und gerade Reihen, so wie Nummer 2, 4, 6, 8 und so weiter, werden nur mit Festmaschen gehäkelt, außer erste wird immer Kettmasche sein und die letzte wird auch Kettmasche sein. Es ist egal, in welchem Abschnitt, welche Etappe, welche Reihe. Gerade Reihen, Nummeranzahl werden immer so gehäkelt. So, okay, weiter geht's. Wer am Anfang nicht sicher ist, in welche Masche, hier oder hier muss rein anfangen, schauen Sie hier von der Seite immer, da wird so eine hoch stehen und ab hier können Sie zählen, in dieser Reihe 13 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das heißt, in dieser Masche häkelt man als erste Kettmasche. Und wichtig ist jetzt, wird gehäkelt nur in hintere Wand. Nicht unter die 2, wie gewöhnlich, nur in hintere Wand. So, als erste Kettmasche. Durch das und durch das. So, jetzt weiter wird gehäkelt mit
11 Festmaschen und am Ende eine Kettmasche. Also 11 ganz normale Festmaschen, aber in hintere Wand. 11 Maschen, hier eine einzige ist Kettmasche. Auch genau dasselbe in hintere Wand, durchziehen, durch die erste Faden ziehen. So, jetzt wird verbunden mit diesem Kreis. Und wie vorher gesagt, passen Sie auf, dass Verbindung geht immer von der rechten Seite an. So, dreht mal rum, Faden runterlassen, dann hier nächste Masche, von oben nach unten, zieht man den Faden durch und durch diese Masche. Eine Luftmasche zur Steigerung und dreht man rum. So, so sieht jetzt hier aus. In die Runde Nummer 3 werden Zunahmen sein, und zwar an 3 Stellen. So, als erste häkeln wir auch Kettmasche. Wenn ihr sicher, zählt man wieder von hinten, von dieser Stelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, kann man sich orientieren, wo die stehende Masche gibt, die häkelt man nicht. So, und fangen wir an. Eine Kettmasche verbinden, dann in diese nächste Masche machen wir Zunahme, und zwar 2 Festmaschen an einer Stelle häkeln. Hintere Wand eine und hintere Wand wieder derselbe Stelle, zweite. So, dann eine Halbstäbchen, hintere Wand, alle 3 auf einmal ziehen. So, dann 3 Stäbchen, eins, 2 und 3. So, in die nächste Masche werden auch 3 Stäbchen gehäkelt in einer Stelle. Es wird eine Zunahme sein, aber mit 3 Stäbchen. Eine, dann die gleiche Stelle 2 und die dritte. So, dann wieder zurückgehen wir, genau wie hier, dasselbe, 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Dann eine Halbstäbchen, alle 3 auf einmal. Und jetzt hier 2 Maschen geblieben, in diese Masche 2 feste Maschen häkeln. Das heißt, wir haben hier Zunahme gemacht, machen wir auch dasselbe hier. An dieser Stelle 2 feste Maschen. Und eine letzte Kettmasche. Und durch diese Faden. So, jetzt wird verbunden, und zwar hier ist die rechte Seite. Da gibt es kein Problem, einfach nächste freie Masche finden, von oben nach unten durchstechen, ziehen und das durch diese erste ziehen. Eine Luftmasche nicht vergessen und drehen mal rum. So. Jetzt Runde Nummer 4, also Reihe Nummer 4. Und zwar hier häkeln wir nur mit Festmaschen, keine Zunahme. Erste Kettmasche, 15 Festmasche und am Ende Kettmasche. So, Faden hier raus,
lassen. Und schauen Sie hier, wo diese Masche rausgeht, häkeln wir nicht, dann in die nächste. Hier kommt eine Kettmasche. Und jetzt 15 Festmaschen. Und allerletzte ist Kettmasche. So, jetzt nicht vergessen, das ist linke Seite. Von anderer Seite stich mal rein, zieht man Faden raus und durch diese und eine Luftmasche. So, dreht mal rum. Das war die Reihe Nummer 4. Reihe Nummer 5. Hier werden ebenfalls Zunahmen sein. So, als erste Kettmasche. Und dann in die nächste 2 Festmasche machen wir Zunahme. 2 Maschen, eine Stelle. 1, 2. Und dann eine Festmasche, eine Halbstäbchen, alle 3 auf einmal. Jetzt 9 Stäbchen. Nach 9 Stäbchen eine Halbstäbchen, eine Festmasche, dann genau dasselbe wie hier war, eine Zunahme, 2 Stück in einer Stelle. Und eine Kettmasche. So, jetzt muss man verbinden. Nächste freie Masche suchen. Von oben nach unten, weil es ist rechte Seite bei uns jetzt. Durchziehen und durch diese ziehen und eine Luftmasche zu wenden. So, das war Reihe Nummer 5. Reihe Nummer 6, ganz leicht wie alle gerade Reihen, einfach mit Festmasche, außer erste und letzte mit Kettmasche. So, erste Kettmasche, dann 17 Festmasche und allerletzte wird auch eine Kettmasche sein. Und die letzte Kettmasche. Und jetzt verbinden mit Kreis, das ist linke Seite, das heißt rumdrehen. Hier schauen, nächste freie Masche, hier zieht man Garn durch und durch diese Masche eine Luftmasche und wenden. So. 6 Reihen haben wir geschafft. Jetzt Reihe Nummer 7. Da werden ebenfalls Zunahmen jetzt sein. So, als erste Kettmasche. Und dann in diese nächsten 2 Maschen werden Zunahmen sein. In diese 2 Maschen eine Stelle. Feste Masche in eine Stelle. Und in die nächste auch 2 feste Masche in eine Stelle. Dann bleibt nur eine feste Masche, ein Halbstäbchen, neun Stäbchen, danach eine Halbstäbchen, eine Festmasche und hier
zusammen. Hier 2, hier 2. Also hier 2 feste Maschen in eine Stelle und hier 2 feste Maschen in eine Stelle. So. Und allerletzte ist Kettmasche. Jetzt verbinden wir mit Kreis. Ist das rechte Seite, ja. Dann von oben einfach durch, nach unten ziehen, durch diese ziehen und Luftmasche nicht vergessen. So, das war Reihe Nummer 7. Dreht man jetzt rum und in die gerade Runden wie immer. Allererste Kettmasche. Alle anderen sind Festmaschen bis allerletzte Kettmasche. Und zwar hier werden 21 Festmaschen sein. 21 Festmaschen sind fertig. Jetzt allerletzte Kettmasche und verbinden mit Kreis. Das ist linke Seite. Dann heißt, dreht mal rum. Nächste frei suchen, von oben nach unten. Dieses kann ziehen, durch diese ziehen und Luftmasche nicht vergessen. So, das war die Runde Nummer 8 und zwar, erster Abschnitt ist fertig. Erster Abschnitt mit 8 Runden mit 4 Pärchen. Wie man das Pärchen zählt, ganz einfach nach diese Stellen. Diese 1, 2, 3 Stellen und hier und da ist vierte Pärchen. So. Und weiter geht's mit Abschnitt Nummer 2. Abschnitt Nummer 2. Der folgt von der Reihe Nummer 9 bis 32. Also insgesamt wird 24 Reihen sein, 12 solche Pärchen. Und dieser Abschnitt ist am leichtesten und es wird keine Zunahme sein und es wiederholt sich von Reihe zu Reihe immer, bis man 24 Reihen gehäkelt hat. So, fangen wir an. 9. Reihe. Eine Kettmasche, 5 Festmaschen, eine Halbstäbchen, 9 Stäbchen. Eins und das Stäbchen Nummer 9. Dann eine Halbstäbchen, 5 Festmaschen, und allerletzte eine Kettmasche. So, jetzt verbinden wir, das ist rechte Seite, von oben nach unten, durchziehen und Luftwendemasche. So, an dieser Etappe rate ich, eine Marke zu benutzen. Das war die Reihe Nummer 9, Abschnitt Nummer 2 angefangen. Und deswegen markiere ich diese allererste Masche hier mit einem Markierer. Dann später brauche ich das einfach nur zum Nachzählen. Es erleichtert ein bisschen Arbeit. So, jetzt zurück häkeln wir wie vorherige Reihe alle. Erstmal eine Kettmasche, 21 Festmaschen und eine Kettmasche am Ende. Und so wird es weiter gehäkelt, wie Reihe Nummer 9 und wie Reihe Nummer 10. Noch einmal zum Wiederholen. Eine Kettmasche,
5 Festmaschen, eine Halbstäbchen, 9 Stäbchen, eine Halbstäbchen, 5 Festmasche und eine Kettmasche am Ende. Dann umdrehen auf die andere Seite. Eine Kettmasche, 21 Festmasche, eine Kettmasche. Und Verbindung ist ja klar. Mit einer Kettmasche und Luftmasche nicht vergessen. So, weiter häkelt er selbstständig 24 Reihen. Abschnitt Nummer 2 ist fertig. Zählen wir zusammen. Da sehen Sie die Maschenmarkierer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pärchen. Das heißt alles richtig. Oder kann man noch alles zusammenzählen? Es soll 16 Pärchen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und die 2 gehören zusammen zu einer Pärchen. Also 16 Stück. Ist alles richtig. So, Abschnitt Nummer 3. Und das ist der letzte Abschnitt. Reihe Nummer 33. So, fangen wir an. Wie immer als erste Kettmasche. Dann direkt zur Name 2 Festmaschen, eine Stelle. Dann weiter 4 Festmaschen. Eine Halbstäbchen. Und weiter 9 Stäbchen selbstständig häkeln. Weiter eine Halbstäbchen. Und wir können Sie schon denken, dass der Spiegel verkehrt hier weitergeht mit 4 festen Maschen. 4. Und die nächste kommen 2 in einer Stelle, eine Zunahme. Eine Kettmasche und verbinden mit Kreis. Hier die nächste durchziehen, Luftmasche zur Steigerung, wenden. Jetzt auf innere Seite. Hier wird wie gewöhnlich eine Kettmasche, 23 Festmaschen und am Ende wieder eine Kettmasche und verbinden. Reihe Nummer 35 wird keine Zunahmen sein. Häkeln wir einfach, wie es hier ist. Also eine Kettmasche, 6 Festmaschen, danach eine Halbstäbchen, dann 9 Stäbchen selbstständig häkeln. Nach dem 9. Stäbchen, mein erster Knäuel ist fertig. Im Idealfall kann man das zusammennähen, Stoß am Stoß und nähen und weiter häkeln. Aber kann man auch so machen, dass man diese nächste beim Halbstäbchen jetzt geht, ein Halbstäbchen drauflegen, rein, einziehen und dann häkeln wir gewöhnlich alle 3 zusammen. So, dann kommt 6 Festmaschen. So, und allerletzte eine Kettmasche. Dann verbinden wir das. Eine Luftmasche und drehen rum. So, und diese Endstücke kann man jetzt verstecken. Nimmt man eine kleinere
kleinere Häkelnadel und Garnenden versteckt man da rein. Mehrere Maschen durchziehen. Zur Seite oder zu Ende. Innen rein, wie ihr wollt. Also auf jeden Fall alle Endstücke so weiterziehen. Und dann kann man auch so lassen oder auch vernähen. So, und dann wird das alles versteckt hier. Und weiter geht's. Die Reihe Nummer 36. Einfach zurückhäkeln mehr. Und zwar eine Kettmasche, 23 Festmasche und am Ende wieder eine Kettmasche. Reihe Nummer 37. Hier werden die allerletzten Zunahmen sein. So, als erste Kettmasche, 6 Festmaschen, eine Halbstäbchen, dann 4 Stäbchen, so jetzt machen wir Zunahme und in einer Stelle 3 Stäbchen häkeln. 1, 2 und drittes Mal. Dann weiter spiegelverkehrt, jetzt wieder 4 Stäbchen. Eine Halbstäbchen. Sechs Festmaschen. Und allerletzte Kettmasche. So, verbinden wir mit Kreis. So, eine Luftmasche und drehen. So, hier die Reihe Nummer 38 wird eine Kettmasche als erste, dann 25 Maschen und eine Kettmasche am Ende. Wir sind fast am Ende. Schauen Sie noch ein ganz bisschen. So, die Reihe Nummer 39. Wie gesagt, es wird keine mehr Zunahmen sein. Also, dann häkeln wir eine Kettmasche, 6 Festmaschen, eine Halbstäbchen und jetzt 11 Stäbchen selbstständig häkeln. Weiter ein Halbstäbchen und 6 feste Maschen. Eine Kettmasche am Ende, verbinden mit Kreis, durchziehen, Luftmasche und wenden. So, Reihe Nummer 40. Hier sind eine Kettmasche, 25 Festmaschen, eine Kettmasche am Ende. Jetzt Reihe Nummer 41. Genau geht das wie Reihe 39 und fängt
mit einer Kettmasche, dann 6 Festmasche, ein Halbstäbchen, 11 Stäbchen, ein Halbstäbchen, 6 Festmaschen, eine Kettmasche zu verbinden. Dann treffen wir uns wieder da. Die Reihe 41 verbindet man hier in die erste Öffnung, wo die allererste war, verbunden. Kettmasche, Luftmasche, drehen und jetzt zurück. Reihe Nummer 42, eine Kettmasche, 25 Festmaschen, eine Kettmasche. Und dann verbindet man das wieder in dieser Stelle, wo die allererste war. So, und die letzten 2 Reihen, Reihe Nummer 43, geht auch genauso wie Reihe 39. Eine Kettmasche, 6 Festmaschen, ein Halbstäbchen, 11 Stäbchen, eine Halbstäbchen, 6 Festmasche, eine Kettmasche. Und dann verbindet man das in diese Stelle, wo die allererste Reihe ist. Und hier. Genau hier. Und dann allerletzte Reihe Nummer 44 häkelt man dann zurück und mit einer Kettmasche 25 Festmasche und am Ende eine Kettmasche. Und verbindet man genau dasselbe wie auf die andere Seite, irgendwo hier in dieser Stelle. Die Reihe Nummer 44 ist fertig. Muschel sieht so aus. Es gibt eine Möglichkeit, noch 2 Reihen zu häkeln, genau wie die Reihe Nummer 43 und 44. Und es wird so ein bisschen so noch gerade hier stehen. Noch 2 Reihen. So, wer das macht, dann verbinden Sie bitte hier bei die allererste Kettmaschen. Und genau dasselbe auf die andere Seite bei die allererste Kettmasche verbinden. So, und ich beende meine Arbeit jetzt. Letzte Masche war zu diesem Kreis verbunden. Schneide ich das Garn ab. Und verstecke jetzt das auf die andere Seite. Durch mehrere Maschen runterziehen, verstecken und kann man auch dann vernähen. Übrigens, diese Muschel aus Baumwolle kann man auch in Waschmaschine waschen, bei 30 Grad. Das ist kein Problem. So, dann weiter verstecken. Und das war's. So sieht das aus. Die Abmessungen von oben, so höchste Stelle ungefähr 35, 36, 35 sage ich mal. So. Und die Breite so 16. Ja, es ist flexibel, je nachdem, wie man das ausdehnt, wie man die Form gibt den Muschel oder mit irgendwas füllt man den. Dann wird auch ein bisschen andere Form annehmen. So, und das war's. Ich hoffe, habt euch Spaß gemacht, mit mir zu häkeln. Und über eure Kommentare, Likes werde ich mich sehr freuen. Und wenn was noch unverständlich ist oder Fragen, einfach schreiben mir. Ich versuche euch weiter zu helfen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!